Der Julian zieht geil auf, lässt den einrutschen, spielt dann auf Serou, Serou auf mich. Ich nehme den mit rechts mit links noch einen kleinen Touch nach vorne. Und dann lange Ecke. Hallo, hallo. Es geht. Glückwunsch zum Sieg gestern. Maxi, erstmal Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Ihr seid gestern Nacht angekommen. Heute ist wieder Training. Hast du schon Zeit, das Spiel zu verarbeiten? Ja, eigentlich schon. Ich habe es mir nochmal angeschaut und bin sehr zufrieden mit unserer Teamleistung. Womit besonders? Mit der Energie, wie wir in der zweiten Halbzeit angelaufen sind und dass wir uns einfach für die harte Arbeit, die wir aufgebracht haben, uns belohnt haben. Kannst du schlafen nach so einem Spiel? Schwierig, aber so 5 Stunden waren es heute. Das ist nicht viel. Nee. Ist so ein bisschen Restadrenalin vorhanden? Ja, also jetzt ist es wahrscheinlich schon weg, aber gestern Nacht war ich noch ein bisschen aufgedreht. Das glaube ich. Welche Szenen gingen dir vor allem so durch den Kopf? Die letzten 5 Minuten, wo ich auf der Bank war, die waren gefühlt am intensivsten. Weil? Ja, weil ich habe es nicht mehr selber in der Hand und einfach, ich bin da dann noch so aufgeregt und schrei da, keine Ahnung, was ich da noch reingeschrien habe, aber ja, da ist man einfach, also ich persönlich bin da einfach aufgeregt. Ich vertraue meinen Teamkollegen da auch voll, aber ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an. Das glaube ich. Ihr habt es ja trotzdem noch geschafft. Nimm uns bitte noch mal mit in diese Partie gegen Lille. Der Start hätte ja kaum unglücklicher sein können, oder? Also, da dachte ich auch schon wieder, ich bin im falschen Film. Aber ist halt so passiert, kann man nicht ändern und ich finde, wir haben es super angenommen. Und aus der Scheißsituation, die wir haben, haben wir wirklich gestern ein Bombenspiel gemacht. Wie hast du diese Szene gesehen, dieses 0:1? Unglücklicher Ballverlust und dann machen sie es gut. Sie spielen schnell nach vorne und ich weiß nicht, ob der durch Craig seine Beine ging, und noch vielleicht auch so leicht abgefälscht war. Ja, hat in dem Moment einfach zu unserer Situation gepasst, abgefälscht, Gurkentor bekommen und dann stehst du da nach 7 Minuten. Was denkt man in dem Moment, man liegt so früh 0:1 hinten, wie versucht man sich dann wieder zu pushen? Es geht halt dann weiter, weil es bringt ja nichts, dann aufzuhören und einfach das Beste daraus machen und kämpfen halt. Da durch Kampf ins Spiel kommen dann. Und Absolut. Durch gute Ballbesitzphasen. Absolut, die hattet ihr ja auch. Ihr seid nach dem Rückstand eigentlich deutlich überlegen, kommt zu mehreren Großchancen. Trotzdem geht es dann mit 0:1 in die Halbzeitpause. Was war da in der Kabine los? Keiner war so wirklich so aufgebracht. Wir waren alle ruhig, weil wir wussten, so wenn wir jetzt unser Spiel weiter durchziehen, weil das war ja eigentlich, dass da kein Tor gefallen ist, in den, keine Ahnung, 3, 4 Chancen, das ist eigentlich auch schon wieder krank. Aber wir sind alle eigentlich ganz ruhig geblieben, wussten, wenn wir so weiterspielen, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt und wir mussten eigentlich nur hinten sicher stehen, dass nichts mehr anbrennt. Hat es jemand angesprochen in der Kabine? Wie konnten da bei diesen Großchancen die Bälle nicht reingehen? Nee, es hat keiner angesprochen, aber das war schon, also der Kopfball von Pascal, kurz vor Schluss. Ihr kommt aus der Halbzeitpause raus, ihr macht dann in dieser zweiten Hälfte den Ausgleich. Ja. Danach geht es aber dann weiter mit dem Chancenfestival. In der 62. Minute schießt Karim den Ball an die Latte. Also als Karim das Ding an die Latte geknallt hat, das war so schön gespielt von uns. Das hat eigentlich ein Tor verdient gehabt, aber Pech gehabt und trotzdem weiter dran geblieben. 2 Minuten später kommst du frei zum Kopfball, setzt ihn knapp daneben. Im Netradio sind die Kollegen schier verzweifelt. Röhrsen hat jetzt Platz auf der linken Seite. Luft den Ball in den Strafraum. Und da muss er rein! Da muss er rein! Die ganze kurze Ecke ist frei! Jungs, was macht ihr da? Boah. Ich schwör's, ich hab den schon drin gesehen. Das war, glaube ich, so ein Stück. Danach bin ich auch kurz auf die Knie gegangen, ich konnte es nicht fassen. Aber gut, wie gesagt, man muss weiter dranbleiben. Aber 1 Minute später. War es 1 Minute? In 1 Minute. Hat's geknallt. Röhrsen, nochmal. Tor! 2:1 für den BVB! Maximilian Bayer knallt das Ding in den Giebel! War schon sehr schön. Also erst Champions League-Tor, dann so ein wichtiges noch in dem Moment. Das ist schon was Schönes. Weidi hat den Ball auf rechts
Ich mache einen tiefen Laufweg. Der Julian hat den Ball bekommen dann, zieht geil auf, lässt den einrutschen, spielt dann auf Serou auf mich, nimmt den mit rechts mit links noch einen kleinen Touch nach vorne und dann lange Ecke. Trainierst du sowas im Training? Ja, den Schuss, also so von links in die lange Ecke, schon oft. Hast du auch genau unter der Latte anvisiert? Na, nicht unter der Latte genau anvisiert, aber so rechts oben, da sollte er schon hingehen. Wie groß war die Erleichterung, dann dein erstes Champions-League-Tor geschossen zu haben? Das war krass. Normalerweise mache ich auch keinen Knierutscher als Torjubel, weil eigentlich breche ich mir da alles, aber in dem Moment war einfach pure Erleichterung. Deine Teamkollegen haben dich nach Abpfiff in den höchsten Tönen gelobt. Ich würde dir gerne mal eine Sache vorspielen. Maxi ist ein Top-Junge, arbeitet jeden Tag hart, wirklich. Für ihn freut es mich besonders und er hat unglaubliche Qualitäten und das zeigt er auch in dem Moment. Er hat auch, finde ich, extrem viel nach hinten mitgearbeitet. War das vielleicht auch ein Schlüssel, dass ihr alle auch jeden Weg mit nach hinten gegangen seid? Ich glaube, wenn wir erfolgreich Fußball spielen wollen, ist es immer ein Schlüssel bei uns. Nur so können wir Spiele gewinnen auf Dauer. Und der Maxi ist für mich der eine, der das jeden Tag macht. Wie gesagt, ist ein Stürmer, der an Toren gemessen wird auch teilweise, aber was er defensiv leistet, ist schon außergewöhnlich. Maxi, was sagst du zu dem Lob? Macht mich stolz. Also finde ich schön, dass er mich so gelobt hat, ja. Er erwähnt auch deine Defensivleistung. Als Stürmer ist es ja, also wird man ja immer an Toren gemessen, klar. Warum ist es für dich wichtig, auch defensiv gut zu arbeiten? Das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Also steckt irgendwie in mir drin, dass ich einfach, wenn ein Gegner mir vorbeidribbelt, kann ich nicht aufhören und sagen, ja, nimm du den. Dann muss ich einfach dranbleiben und alles probieren, alles zu geben, um den Ball zu gewinnen. Aber erklär es mal jungen Stürmern, die das vielleicht noch nicht so drauf haben. Ihr seid ja dafür da, Tore zu schießen. Ja. Klappt das denn beides, defensiv und offensiv? Ja, man muss immer so einen guten Weg finden, weil es bringt halt nichts, wenn ich die ganze Zeit defensiv alles mitlaufe und offensiv dann keine Kraft mehr habe. Deswegen muss man da einen guten Weg für sich finden, wie beides super funktioniert. Du hast gerade schon die letzten 5 Minuten beschrieben, als du dann auf der Bank saßt. Wie war denn die Stimmung nach Abpfiff? Erleichterung pur, also bei mir zumindest. Also ich bin auch direkt auf den Platz gerannt und habe mit jedem abgeklatscht, umarmt und ja, war einfach ein sehr schönes Gefühl. War dann in der Kabine auch so ein bisschen Feierstimmung? Ja, Musik lief und alle waren gut gelaunt, also auf jeden Fall. Was für Musik lief, weißt du das? Ich weiß gar nicht, wer angemacht hat, aber so ein Ibiza-Mix lief. Wer waren denn bei dir die ersten Gratulanten? Auf meinem Handy? Ich glaube, zuerst hat mir geschrieben Olli Baumann. War, glaube ich, einer der ersten, die mir geschrieben haben. Ehemaliger Torwartkollege. Ja, ehemaliger Kollege. Und sonst Familie, Freunde dann auch relativ fix. Und Oliver Baumann, hast du noch guten Kontakt? Ja. Was hat er geschrieben? Glückwunsch, Maxi, mach weiter so. Hört man gerne. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt Viertelfinale Champions League. Wie klingt das in deinen Ohren? Das ist ein sehr schöner Satz. Letztes Jahr waren wir im Finale. Warum nicht jetzt dieses Jahr Viertelfinale? Also Und Chancen gegen Barca, was meinst du? auf jeden Fall. Was muss zusammenkommen, damit ihr das packen könnt? Die gleiche Mentalität und Intensität wie in der zweiten Halbzeit gestern. Und eine gute Chancenverwertung. Aber bevor es im April gegen Barca geht, warten ja noch 3 Bundesligaspieler auf euch. Samstag geht's nach Leipzig. So gut es in der Champions League klappt, so unbeständig läuft es ja in der Liga, müssen wir ehrlich sein. Der Spiegel schreibt von einem Team, aus dem man nicht so richtig schlau wird. NTV spricht von der faszinierenden Unberechenbarkeit von Borussia Dortmund. Wirst du immer schlau aus deiner Mannschaft? Also in den letzten 2 Ligaspielen, ehrlicherweise, wurden wir, glaube ich, alle nicht so schlau. Jetzt gegen Augsburg, also vor allem. Aber wie gesagt, wenn wir so weiter jetzt arbeiten, denke ich, können wir jeden Gegner schlagen. Auch Leipzig auswärts. Also nicht nur nach Augsburg, auch in den Wochen und Monaten zuvor ist ja relativ viel Kritik auf euch eingeprasselt. Wie gehst du damit um? Ich meine, ich bin einen Tag nach dem Spiel noch sauer, vielleicht auch noch einen zweiten. Aber am 3. Tag muss ich dann wieder nach vorne schauen und dann kommt entweder Champions League oder wir bereiten uns auf den nächsten Bundesligaspieltag vor. Man muss nach vorne schauen. Liest du Kommentare in den sozialen Netzwerken? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, sonst wäre ich ja schon bekloppt. Wärst du jemand, der das an sich ranlassen würde? Ich weiß nicht, also bestimmt würde mich der ein oder andere vielleicht treffen, aber ich
liest es Gott sei Dank nicht. Einfach aus Selbstschutz. Ja. Inwiefern versucht ihr trotz dieser auch manchmal schwierigen Situationen die Stimmung hochzuhalten und den Spaß am Kicken nicht zu verlieren? Ja, jeden Tag. Also deswegen haben wir alle angefangen, weil es Spaß macht. Und wenn man den Spaß verliert, dann, ich weiß nicht, ob man dann mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Freude noch auf den Platz geht. Ja. Klappt das denn auch immer im Training? Ja, also wir probieren es so gut wie möglich, den Spaßfaktor auch hochzuhalten. Wie erlebst du denn aktuell Niko Kovac? Woran arbeitet er am meisten mit euch? Jetzt gerade haben wir nicht so viele Trainingseinheiten, weil wir viele Spieler haben, aber am meisten an der so Intensität und Laufbereitschaft, dass wir die Grundlagen machen können, dass wir halt laufen können. Sehr gut. Schauen wir mal auf die Partie am Samstag. Das Hinrundenspiel zu Hause gegen Leipzig war ja sehr erfolgreich. Gutes Spiel. Gutes Spiel gewesen. Sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Und du hattest ja deinen Anteil daran. Tor und Vorlage. Ja, mein erstes Tor, glaube ich, für Dortmund, oder? Da sind wir auch 1-0 in Rückstand geraten. An mein Tor kann ich mich noch erinnern. Und Vorlage natürlich auch. Das war nach einer Ecke. Ich weiß nicht mehr, wer den geköpft hat. Ich glaube, Rami. Und ich stehe dann halt richtig und leg das Ding über den Torwart. Und Vorlage, Flanke von rechts auf Serou. Der nickt das Ding ein. Was lässt sich denn aus dieser Hinrundenpartie mitnehmen? Dass wir jeden Gegner schlagen können. Leipzig ist ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft, das ist eigentlich eine der Top-Mannschaften der Liga. Und dass wir mit unserer Qualität jeden Gegner aus der Liga schlagen können. Und dass ihr auch nach einem Rückstand auch gegen Leipzig zurückkommen könnt. Auf jeden Fall. Für Leipzig gab es seit Februar in der Liga nur einen Sieg, dafür 4 Unentschieden und die Heimniederlage gegen Mainz. Es wartet also auf euch eigentlich auch ein angeschlagener Gegner. Macht das Leipzig vielleicht erst recht gefährlich? Ja, also Leipzig ist, glaube ich, egal in welcher Lage sie sind, immer gefährlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch Leipzig, egal wie gefährlich sie sind, sie schlagen können. Wo siehst du die Stärken des Teams? Ja, offensiv sind die sehr stark. Ich weiß, Openda, Sesko, Xavi Simons, sind schon 3 Topspieler. Aber wir sind hinten auch gut aufgestellt. Absolut. Und die Leipziger, muss man ja sagen, sind bereits, anders als ihr, aus der Champions League ausgeschieden. Die haben also keine Reise und kein Europapokalspiel in den Knochen. Inwiefern ist jetzt auch der Kopf entscheidend dann für euch, wenn ihr dort an die Grenzen oder vielleicht auch über die Grenzen gehen müsst? Ich glaube, das ist für uns kein Problem. Also wir können über unsere Grenzen gehen und also ich meine jetzt, für mich ist das auch nicht das erste Jahr mit englischen Wochen und die Mannschaft ist auch gewohnt, also daran sollte es nicht scheitern. Was braucht es deiner Meinung nach, um gegen Leipzig zu bestehen und auch den Kritikern zu zeigen, dass ihr nach einem Champions-League-Triumph auch in der Liga bestehen könnt? Die gleiche Intensität und Laufleistung wie gestern, zweite Halbzeit gegen Lille und dass wir einfach eiskalt sind vor dem Tor.